Einfach losspielen, Scythe. Das Stonemaier-Spiel sieht auf den ersten Blick nach Kampf und Krieg aus, ist aber im Grunde ein Eurogame und Mix aus verschiedenen Spielarten wie Strategie, Worker Placement und Area Control. Die Figuren sind übrigens selbst bemalt, also nicht mehr im Originalzustand. Es ist geplant, ein weiteres Video nachzuschieben, in dem ich alternative Spielvarianten und eventuell auch die Erweiterung vorstelle. Wir belassen es hier aber beim Originalgrundspiel und beginnen mit dem Aufbau. Jeder Spieler erhält 2 Tableaus, und zwar ein Nationstableau und ein Aktionstableau. Alle Tableaus sind unterschiedlich, was einen gewissen Grad an Asymmetrie mit sich bringt. Die meisten Holzmarker setzt ihr so auf das Spielertableau. Die Siegpunktsterne und den Aktionsmarker legt ihr auf das Nationstableau. Dort warten auch eure Mechs darauf, eingesetzt zu werden. Den Nationen sind bestimmte Heimatgebiete auf dem Spielbrett zugeordnet, auf die ihr euren Anführer stellt. Daran angrenzend hat jeder 2 Gebiete, die zu Beginn schon von Arbeitern bewohnt werden. Der Stärkemarker kommt auf die Skala unten auf dem Spielbrett. Der Ansehensmarker, also das Herz, auf die Skala links. Eure genauen Positionen dafür seht ihr jeweils rechts auf den beiden Tableaus, wo ihr auch die anderen Startbedingungen bezüglich Geld, Ziel und Kampfkarten seht. Nehmt, was euch zusteht. Außerdem seht ihr auf dem Nationstableau noch eine eigene Spezialfähigkeit, die ihr im Verlauf des Spiels im Hinterkopf behalten solltet. Den Kampfkartenstapel legt ihr hierhin auf das Spielfeld. Von den lilanen zufälligen Fabrikkarten legt ihr eine mehr als Spieler da sind. Zieht eine zufällige Gebäudebonuskarte und legt sie hierhin. Die anderen braucht ihr nicht mehr. Zu den Begegnungskarten gehören die Begegnungsblättchen, die überall dorthin gelegt werden, wo ihr dieses Symbol seht. Schlussendlich legt ihr jetzt noch die 2 Stärkescheiben in greifbare Nähe. Was das alles zu bedeuten hat, erkläre ich im Verlauf des Videos. Spielziel. Oben auf dem Spielbrett findet ihr auf der Erfolgsleiste 10 verschiedene Spielziele. Wenn ihr eines erreicht, zum Beispiel einen Kampf gewonnen, alle Mechs eingesetzt oder eine Zielkarte erfüllt habt, dürft ihr einen Stern auf die Position legen, auch wenn dort bereits schon ein Stern eines anderen Spielers liegt. Legt ein Spieler seinen 6. Stern, ist das Spiel sofort in diesem Moment vorbei. In der Endabrechnung werden erreichte Ziele, besetzte Gebiete, Ressourcen und Geld belohnt. Je höher euer Herz in der Ansehensskala steht, desto mehr Siegpunkte bekommt ihr. Viele Wege führen zum Sieg. Es hilft aber, sich seine individuellen Bedingungen gut anzusehen und danach zu entscheiden, welchen Weg man geht. So wird die Qual der Wahl gemildert, mit der man in der Aktionsphase konfrontiert ist. Nahezu das komplette Spiel lässt sich anhand der verschiedenen Aktionen erklären. Diese werden auf dem Aktionstableau gespielt, das vertikal in 4 Bereiche aufgeteilt ist. Jeder davon symbolisiert eine Aktion. Dabei gibt es immer eine obere und eine untere und sie müssen auch von oben nach unten gespielt werden. Die meisten Nationen dürfen nicht zweimal hintereinander denselben Aktionsbereich spielen. Markiert wird die Aktion, die ihr spielen wollt, mit dem Aktionsmarker. So wisst ihr auch, welche Aktion ihr zuletzt gespielt habt. Oft werden bei Aktionen Marker von einer Fläche auf andere Flächen gelegt. Frei gewordene Vorteile gelten, sobald sie nicht mehr verdeckt sind. Sichtbare Kosten gelten, bis sie von Markern verdeckt werden. Beachtet bei der folgenden Erklärung, dass ich mir beispielhaft ein Aktionstableau nehme, die Kombination von oberen und unteren Aktionen und auch die Feinheiten variieren aber von Tableau zu Tableau. Eine sinnvolle Aktion für den Anfang ist die Produktion von Ressourcen. Die meisten Felder auf dem Spielbrett ermöglichen das, sobald ihr mindestens einen Arbeiter darauf stehen habt. Die unterschiedlichen Ressourcen braucht ihr für die Bezahlung der unteren Aktionen. Metall für Mechs, Holz für Gebäude, Getreide für Rekruten und Öl für Entwicklungen. In Dörfern werden neue Arbeiter produziert. Am Anfang dürft ihr auf 2 Feldern produzieren, und zwar maximal in der Menge der Arbeiter, die darauf stehen.
Zu Beginn ist das je ein Arbeiter auf 2 Feldern. Also bekommt man zum Beispiel ein Öl und ein Metall, was auf das Gebiet gelegt wird, in dem es produziert wurde. Dort stehen sie euch zur Verwendung bereit, sofern das Gebiet von euch durch Arbeiter, Mechs, Anführer oder Gebäude besetzt wird. Die Ressourcen dürft ihr mit Mechs transportieren. Liegen sie aber herrenlos herum, darf sie jeder nehmen, der das Gebiet für sich einnimmt. Produziert ihr einen Arbeiter, nehmt ihr den neuen vom Tableau und stellt ihn zu dem anderen Arbeiter ins Dorf. Bei der nächsten Produktion könnt ihr somit schon 2 neue Arbeiter produzieren. Aber Vorsicht! Die frei gewordene Fläche, von der ihr die Arbeiter genommen habt, zeigt Kosten an, die ihr bei jeder Produktionsaktion zu begleichen habt. Je mehr Arbeiter ihr im Feld habt, desto teurer wird die Produktionsaktion. Überlegt euch also gut, wie viele Arbeiter ihr tatsächlich braucht. Habt ihr die obere Aktion gemacht und könnt ihr es euch leisten, dürft ihr dann die untere Aktion im selben Bereich durchführen. Die unteren Aktionen werde ich gleich erklären. Bleiben wir zuerst noch bei den oberen. Eine andere Aktion ist der Handel, wo ihr für eine Münze 2 Ressourcen eurer Wahl in ein von euch besetztes Gebiet legen dürft. Alternativ dazu könnt ihr Ansehen kaufen. Ähnlich sieht es bei der Aufrüstung aus, wo ihr für Kampfpunkte bezahlt. Und dann gibt es noch die Bewegung. Pro freies Feld dürft ihr eine Figur um ein Feld bewegen. Interessant dabei sind die Mechs, da sie Arbeiter und Ressourcen aufnehmen und absetzen können und dabei trotzdem nur als eine bewegte Einheit gelten. Das bedeutet, dass ihr die abgesetzten Einheiten noch weiter bewegen dürft, wenn ihr noch Schritte frei habt. Ohne Mech dürft ihr eure Arbeiter auch bewegen, aber nicht über Flüsse und Seen und auch grundsätzlich nicht in fremdbesetzte Gebiete. Um die untere Aktion zu spielen, müsst ihr nicht die obere gespielt haben, aber ihr dürft die obere Aktion nicht nach der unteren spielen. Die unteren Aktionen bieten euch immer Möglichkeiten, von euren Ressourcen hilfreiche, nützliche und siegpunktrelevante Sachen zu kaufen. Oft bekommt ihr dafür sogar noch Geld. Fangen wir mit den Entwicklungen an. Um eine Entwicklung zu kaufen, braucht ihr die angegebene Anzahl an Öl. Entwicklungen bewirken mehr Vorteile in der oberen Aktion und geringere Preise für die untere Aktion. Um eine Entwicklung zu kaufen, bezahlt ihr das Öl und nehmt einen beliebigen Würfel vom oberen Teil eures Aktionstableaus und legt ihn auf eine beliebige Position im unteren Bereich. Mechs könnt ihr mit Metall kaufen. Sie gelten als Kriegseinheiten in Kämpfen, zu denen wir später noch kommen. Doch vor allem dient sie dazu, mehrere Arbeiter gleichzeitig zu transportieren und ermöglichen mehreren Nationen die Wasserüberquerung. Ohne Mechs könnten sich mehrere durch Flüsse abgeschnittene Nationen kaum bewegen. Wenn ihr einen Mech kauft, bezahlt ihr das Metall und schaut dann unter die Mechs, welchen Vorteil ihr für alle Mechs und den Anführer freischalten wollt. Wie gesagt, kann das die Wasserüberquerung sein oder zum Beispiel auch weitere Bewegungen oder Vorteile im Kampf. Gebäude bezahlt ihr mit Holz und stellt sie dann in ein von euch besetztes Gebiet. Sofern kein Gegenspieler das Gebiet einnimmt, wird das Gebiet in der Endabrechnung euch gehören, auch wenn ihr sonst keine Einheiten darauf stehen habt. Die Mühle hat die Funktion eines stationären, zusätzlichen und kostenlosen Arbeiters. Dürft ihr auf 2 Feldern produzieren, kann die Mühle euch die Ressourcen eines dritten Feldes bieten. Der Stollen stellt für alle Einheiten eine Verbindung zu den Tunnels bereit. So könnt ihr euch mit nur einem Schritt über das halbe Spielfeld bewegen. Das Denkmal hat keine Funktion auf dem Spielfeld, belohnt aber das Spielen der oberen Aktion, zu der es gehört, mit einem Ansehen. Beim Arsenal ist es genauso, bloß bekommt ihr bei ihm einen Kampfpunkt. Wenn ihr Gebäude baut, habt die Gebäudekarte im Hinterkopf. Sie belohnt bestimmte Positionen wie beispielsweise Gebäude auf Tunnels oder an Seen usw. Die Rekruten brauchen Nahrung. Nach der Bezahlung legt ihr sie auf das Nationstableau auf eine der 4 Positionen eurer Wahl und nehmt euch den Sofortbonus. Die Rekruten belohnen euch einerseits jedes Mal, wenn ihr selbst die freigeschaltete untere Aktion spielt, aber auch, wenn euer Tischnachbar sie spielt.
Deswegen ist für euch alle wichtig, dass ihr immer sagt, was ihr gerade macht. Hat einer von euch beispielsweise den Rekrut bei der Gebäudeaktion freigeschaltet, darf er sich den angezeigten Bonus jedes Mal nehmen, wenn ein Tischnachbar ein Gebäude baut. Den Rekrutenbonus, aber auch die Geldbelohnung bekommt ihr auch dann noch, wenn die untere Aktion schon komplett ausgebaut ist. Also wenn ihr schon längst alle Mechs zum Beispiel gebaut habt, dürft ihr immer noch Metall bezahlen, um Geld und Rekrutenboni einzusacken. Habt ihr die obere und/oder untere Aktion gespielt, ist der nächste Spieler an der Reihe. Kampf. Zu einem Kampf kommt es, wenn ein Mech oder ein Anführer ein fremdbesetztes Gebiet betritt und darin ebenfalls Mechs und/oder ein Anführer steht. Sind nur Bauern dort, werden sie kampflos auf das Heimatgebiet der Nation vertrieben, während der Angreifer die im Gebiet liegenden Ressourcen übernimmt. Allerdings kostet jeder verjagte Arbeiter den Angreifer je ein Ansehen. Das gilt auch, wenn ein Gebiet durch Kampf eingenommen wurde. Fremde Gebäude allein haben keine Bedeutung. Sie bleiben bestehen. Besetzt ihr ein Feld mit einem fremden Gebäude, gilt es in der Endabrechnung als euer Feld. Verlasst ihr das Feld, gilt es wieder als Gebiet des Gebäudeeigentümers. Treffen Mechs und/oder Anführer aufeinander, braucht ihr die Stärkescheiben. Jetzt zählen eure Kampfpunkte. Ihr dürft bis zu 7 Punkte einsetzen, die ihr in jedem Fall im Kampf verbrauchen werdet. Allerdings müsst ihr keine Kampfpunkte einsetzen. Zusätzlich dürft ihr für jede eigene am Kampf beteiligte Einheit eine Kampfkarte einsetzen und hinter das Rad stecken. Beide Spieler müssen sehen können, wie viele Kampfkarten eingesetzt werden, aber haltet eure Kampfwerte verdeckt, bis ihr sie gleichzeitig offenlegt. Bei Gleichstand gewinnt der Angreifer. Der Sieger bekommt das umkämpfte Gebiet, während der Verlierer seine Einheiten auf das Heimatgebiet zurückstellen muss. Die Ressourcen bleiben wie gesagt liegen. Wenn der Verlierer mehr als 0 Stärke auf der Scheibe oder mindestens eine Kampfkarte eingesetzt hat, bekommt er eine Kampfkarte vom Stapel. Denkt dran, bei beiden Parteien die Kampfpunkte abzuziehen und die Kampfkarten auf den Ablagestapel zu werfen. Den Mittelpunkt des Spielfeldes bildet die Fabrik. Sie wird besonders umkämpft, weil sie einerseits am Ende als 3 Gebiete zählt und weil man sich einmalig eine sehr nützliche Fabrikkarte aussuchen darf, sobald man sie mit seinem Anführer betritt. Diese Karte legt ihr direkt neben euer Aktionstableau, weil sie einen 5. Aktionsbereich darstellt. Allerdings gelten dann nicht die Belohnungen, die man sonst für untere Aktionen kriegt. Auch der Rekrutenbonus für sich und Mitspieler entfällt, wenn man zum Beispiel ein Mech über die Fabrikkarte statt über die normale untere Aktion bekommt. Einen Anreiz für euch, euren Anführer auf Erkundungstour zu schicken, bieten die Begegnungsplättchen. Man bekommt sie dadurch, dass man als erster seinen Anführer auf solche Gebiete bewegt. Eine Bewegung muss auf einem solchen Gebiet sofort gestoppt werden, auch wenn man normalerweise noch weiterlaufen dürfte. Das Plättchen nimmt man zu sich oder beiseite und zieht eine Begegnungskarte. Dabei hat man immer 3 Optionen, wobei die erste die moralisch beste darstellt und oft mit Ansehen belohnt wird. Die zweite Option ist ein Handel und die dritte bringt meistens den besten Ertrag. Allerdings wird sie im Normalfall mit sinkendem Ansehen bestraft. Auch wenn die dritte Option im Moment immer sehr verführerisch ist, darf man nicht vergessen, dass der Grad des Ansehens am Ende bedeutend für Sieg oder Niederlage ist. Das Spielende wird sofort eingeleitet, wenn ein Spieler seinen 6. Stern legt. Jetzt zählt vor allen Dingen die Ansehensskala. Wie ihr seht, ist sie senk- und waagrecht in 3 Bereiche aufgeteilt. Je höher ihr steht, desto mehr Punkte bekommt ihr für die 3 waagrechten Bereiche, also gelegte Sterne, Gebiete und Ressourcen. Vergesst nicht, dass die Fabrik für den aktuellen Besatzer als 3 Gebiete zählt. Die Ressourcenpunkte bekommt ihr pro 2 Ressourcen. Zusätzlich zählt ihr euer Geld und werft dann noch einen Blick auf die Gebäudekarte und schaut, wie viele Siegpunkte ihr euch dadurch verdient habt. Dann wird alles zusammengezählt und der mit den meisten Punkten gewinnt. Bei Gleichstand zählt der Reihe nach
die Gesamtzahl an Arbeiter, Mechs und Gebäuden, Stärke, Ansehen, Anzahl der beherrschten Regionen und gesetzte Sterne. Wie gesagt hat Scythe mehrere Erweiterungen, die auch andere Spielmodi mit sich bringen. Um unser Spiel zu zweit etwas aufzupeppen, weil es sonst etwas zu friedlich zugeht, habe ich mich von einer Mission aus Aufstieg der Fenris inspirieren lassen, um die Spielbedingungen für das Grundspiel konfliktreicher zu gestalten. Diese eigene Variante und falls gewünscht auch die Erweiterungen werde ich in einem zukünftigen Video zeigen. Falls ich einen erklärungsbedürftigen Punkt vergessen habe oder ihr Korrekturen habt, schreibt es in die Kommentare. Außerdem würde mich interessieren, wie eure Erfahrung mit Scythe ist. Und allgemein, ob euch meine Videos geholfen haben, ein Spiel schneller und besser zu verstehen oder ob ihr euren Freunden dadurch ein Lieblingsspiel erfolgreich näher bringen konntet. Und wenn wir schon dabei sind, was ist euer Lieblingsspiel? Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Also vielen Dank fürs Zusehen und jetzt viel Spaß beim Spielen.